Ja, herzlich willkommen zum nächsten Part unserer Tutorial-Serie. Wir waren ja mit dem Haus texturieren ja alles fertig und haben dem Haus schon mal ein paar Elemente zugefügt, die Holzbalken und so. Aber unser Haus ist lange noch nicht fertig. Ich möchte in diesem Part das Haus jetzt komplett fertigstellen. Also, wie gesagt, in diesem Part geht es noch um Haus. Hier werden noch ein paar Bretter angelegt und ich möchte auch ein bisschen was verändern am Haus, weil es mir immer noch zu ordentlich aussieht. Das sieht mir alles so gerade aus und die Hölzer, ich glaube nicht, dass der Handwerker oder der das gebaut hat, in so einem Wald immer dieselbe Holzart gefunden hat, ja. Also ich habe mir ein paar Landhäuser mal angeguckt, ihr könnt das ja mal auch, und deswegen würde ich das jetzt komplett verändern, ein paar Details hinzufügen und ein paar Sachen noch ein bisschen demolieren. Ich möchte es einfach nur realistisch natürlich aussehen lassen. Ja? Ja, fangen wir einfach mal an. Okay? So. Wir schieben mal das Fenster ein bisschen in die Mitte. So, ganz leicht. So. Okay. So, das war ja unser Hauswand. Haupttextur. Ja, das ist die Standardtextur gewesen. Und die untere Node-Editor sozusagen ist diese dunkle Fläche, die wir gemacht haben. Okay, als nächstes schauen wir uns das mal an. Wir wollen erstmal anfangen, hier ein paar Bretter zu ziehen. Ist ja alles noch offen hier. Dann nehmen wir einfach mal diesen Balken hier, wählen das hier, gehen auf Edit und einmal Wireframe ausschalten. Okay, so, gehen ein bisschen näher ran. Face Select. Wählen diese erste Fläche. 1, 2, so. Ja, das reicht. Shift D und zieh mal die Fläche raus. So, das ist jetzt dupliziert von dieser Fläche. Und drücken P für Separate, ja, dass es ein einzelnes Objekt wird. Okay. So, klicken jetzt nochmal diese Fläche an. Ja, das ist jetzt die Fläche, den nehmen wir jetzt. Ja. So, Holzbrett. So, da gehen wir gleich auf Object. Hier unser Origin. Das ist ja ein Duplikat von diesem kompletten Trigger gewesen. Da ist der Origin auf dieser Seite und das dupliziert er mit. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel das Teil rotieren würden, ja, das geht ja nicht, seht ihr das? Also wir müssen den Origin immer wieder daran denken, dass das in der Mitte ist. Also Object, Set Origin, Geometry. So, perfekt. Als nächstes wieder Edit. A. Wir haben ja hier Loops. Ja, das sind die Loops von diesem Balken noch. Und die brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, wir gehen jetzt auf einmal Entfernen. Hier runter. Dissolve Phases. Ja, darauf selektieren. So, jetzt sind die Loops weg. Ja, aber wenn wir jetzt auf Vertices gehen, die Vertices sind noch da und die müssen wir auch noch löschen. Wir selektieren mal die Vertices an den Rändern. So, ich glaube, das waren alle, ja. Wieder entfernen und jetzt Dissolve Vertices. So, jetzt ist das alles weg. A komplett selektieren und E für extrudieren. Oh, schöne dicke Bretter. Ja, perfekt. Okay, so, jetzt gehen wir mit dem Brett mal hier an dem Balken entlang. So, gut. R, Y, gleich drehen. Und jetzt werde ich keine 90 Grad mehr eintippen. Ja, einfach spontan so lassen. Gut. So. Der Kollege, der das Haus gebaut hat, hat ja keine Wasserwaage bestimmt, ne? Deswegen werden wir das genauso platzieren. Okay, ich schiebe das mal ein bisschen rüber. So. Okay. Skalieren das jetzt auf der X-Achse etwas. So, ein bisschen kürzer machen. So. Ist das nah genug? Ein bisschen vielleicht noch? Ja, so ist gut. Okay, als nächstes gehen wir mal auf unsere Textur von diesem Holzbrett. Wo haben wir es denn? Hier. Gut. A, alles selektieren. Da ist das Holzbrett.
und G ein bisschen mal verändern. So, okay. Jetzt machen wir Shift D, duplizieren das. So, rotieren das auf der Y-Achse, den so, Shift D, duplizieren, duplizieren, duplizieren. Okay, noch ein duplizieren, ein hier noch. So, es gibt jetzt noch eine schnellere Lösung. Wir machen das mal anders. Wir selektieren jetzt alle wieder. Ja, jetzt haben wir ein paar Holzbretter gemacht, die sind jetzt festgenagelt. Shift D, duplizieren das auch. Gehen wir hier rüber. So. Ja, okay. Hier ist so ein kleiner Durchgang. Ja, wir können es auch komplett schließen. Wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach so. Nehmen wir den hier. So. Okay. So, nehmen wir den. SX. Reicht noch nicht. SX. So. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Wir ziehen das mal hier rüber. So, ein bisschen offen lassen vielleicht. Oder doch vielleicht ein Balken noch in der Mitte. Ja, machen wir. Machen wir einfach. Alles gut. So, dann gehen wir mal hier rauf. Gehen näher ran. So. Alt-Taste gedrückt, kennt mir ja schon. So, 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 so. Okay. Und Shift D duplizieren und schieben das mal hier ein bisschen rüber. Und in dem Moment, wenn wir selektiert haben, den Balken so lassen, A, hier selektieren und die Textur gleich verschieben. Sofort. Und vielleicht, ja, können wir ein bisschen größer machen. Genau. Okay. So passt das auch dann mit dem Holzbalken. Gut, dann können wir den wieder zurück skalieren. So, wieder zurück. Den vielleicht ein bisschen hier rüber. Den hier rüber. Genau. Dann nehmen wir den hier. Shift D, duplizieren den. So. SX. So. Okay. Drehen den mal auf der Y-Achse ein bisschen. So. Okay. Nehmen wir den, Shift D. SX. So, jetzt gehen wir dir ein bisschen näher ran. SX. Und schieben den ein bisschen weiter raus. So. Sieht ja eigentlich gut aus. Okay. So, jetzt nehmen wir mal diesen Balken hier, diesen Brett hier. Shift D, duplizieren das, schieben darüber, RX 90 Grad. So. Und platzieren mal hier rauf. So. SY, jetzt ändert sich natürlich die Achse. Schieben wir ein bisschen hier rüber. Okay. Shift D, einen in der Mitte, so oder weiter hoch ungefähr. So, SY. So. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. So, ein hier. Den etwas länger ziehen. Den vielleicht etwas kürzer. Weiter rein. Ja. Okay. Gut, jetzt müssen wir natürlich die Texturen überall etwas verschieben, also verändern. Das heißt, ihr seht ja, das sind alles Duplikate und die Texturen genauso. Gut, okay. Ich zeige euch mal einfach nur den einen einfach selektieren und dann auf Edit, A, alles selektieren und einfach mal woanders platzieren, diese Textur, ja? So, und das machen wir jetzt komplett überall, aber das mache ich jetzt im Timelapse, ja? Okay, dann bis gleich.
So, okay. Ja. Texturen habe ich jetzt überall verschoben. Aber ich finde, dass wir noch eine Änderung machen können. Oh, ich sehe gerade hier, was ist das denn? Einmal Edit, selektieren und rein. Okay, auf solche Sachen müssen wir natürlich aufpassen, aber ist nicht so schlimm. Ich habe es jetzt gesehen, okay. Jetzt, wenn ich mir die Bretter mal so anschaue, die sind alle schön gerade genagelt. Es gibt eine Möglichkeit, jetzt alle Bretter einzeln, also individuell zu rotieren. Ja, wir zeigen das mal. Ich wähle jetzt diese Bretter mal aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann gehen wir auf Object, hier oben, Transform, na, und Randomize Transform. So, und ich möchte alle Bretter einzeln, also in sich selber, auf der X-Achse rotieren. So, da gehen wir hier runter, da ist unser Tooltab, ja, dann öffnen wir das. Okay, jetzt stört jetzt diese Maus, ich weiß nicht, ob ich das ändern kann, nee, gut, dieser Abschnitt hier, das ist die Rotation, hier ist die Location, ja, und das ist die Scale, die Skalierung. Aber ich möchte die Rotierung hier übernehmen. Und ich möchte auf der X-Achse jetzt alle Bretter einzeln randomize, individuell, also durcheinander rotieren. Jetzt gehen wir mal ganz langsam und schauen uns das mal an. Normalerweise, da ist jetzt was falsch. Ah, Moment. Wir haben unser Brett hier dupliziert und rotiert. So, was heißt das? Wir haben sozusagen jetzt das Brett, was wir vorhin von hier dupliziert haben, haben wir hier festgenagelt. Und die Rotation haben wir nicht applied. Ja, also mit Steuerung A. Gut, das ist kein Problem. Wir können natürlich auch, da seht ihr das, so, weil das ist eigentlich die Ursprungsrotation, Achse von dem Brett gewesen. Gut, dann nehmen wir einfach die Y-Achse jetzt dafür und verschieben das jetzt mal. So. Ja, perfekt. Das sieht wieder gut aus. Okay, dieser Brett ist jetzt ein bisschen zu tief. Gut, den nehmen wir auch runter. Okay, schauen wir es mal hier an. Mal sehen, ob wir hier noch was machen können. Die beiden. Gut, ich sag mal, das ist jetzt nicht eine Menge. Das mache ich jetzt einfach so. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt jetzt, wie das... Wenn es mehrere Objekte sind und ihr wollt nicht alle einzeln jetzt rotieren, dann könnt ihr diese Option dann wählen. Ne? Das geht. Dann schieben wir mal ein bisschen hier rüber. Gut, vielleicht den doch etwas höher. Ja, der passt. Okay, super. So, unsere Umzäunung ist jetzt fertig. So, jetzt gehen wir an unseren Geländer ran. Also, was heißt das hier? Wir haben hier unseren Geländer und da ist ein Modifier drauf. Ja? Hier, der Mirror Modifier. Den will ich jetzt applyen. So, einmal applyen. Warum mache ich das? Ich möchte unseren Geländer mal ein bisschen kaputt schlagen. So, wir haben das Haus, das steht auf einer Insel. Hier gibt es Schneesturm, hier gibt es Tiere. Und so weiter und so fort. Das Ding ist wahrscheinlich schon zerfetzt und kaputt oder der Typ hat das schon mehrfach mal repariert. Ne? Und wenn wir das so anschauen, das sieht ja richtig sauber aus. Und das passt einfach nicht. Ja? Wenn ich zu viel rede, sorry Leute. Ich will hier mein eigenes Haus bauen mit meinen eigenen Vorstellungen. Und hoffe, dass ihr einfach, ich schätze mal, gleiche Meinung seid wie ich. Okay, gut. So, dann nehme ich einfach mal den hier und skaliere den mal auf der Z-Achse, ziehe den mal rüber, Shift-D, dupliziere ich das, bisschen hoch, okay, gut. Und jetzt rotiere ich den auf der X-Achse, so, und nehme jetzt mal diese Kante hier, na, komm ein bisschen näher ran, diese Kante, jetzt wird sie geschlossen. Genauso wie die, wird auch geschlossen. Okay. Und den schiebe ich jetzt mal rüber. So. Gut.
der ist einfach durchgebrochen. Jetzt nehme ich den nächsten hier. So. Der ist komplett raus. So. Okay. Und das heißt, dass hier das Stück einfach mit V rausgekommen ist. So. Genau. F. Immer schließen. Jetzt diese Fläche auch nehmen. F. Schließen. Diese Fläche nehmen. F. Schließen. So, jetzt nehmen wir noch dieses kleine Stück und schieben das mal weiter raus. Okay. Gut, ich schätze mal, dieser ist dann doch etwas zu viel. Den schieben wir mal ein bisschen weiter rein. So vielleicht. So, okay. Gut, dann machen wir hier mal weiter. Hier machen wir das mal anders. Hier gehe ich mal, nimm mal den hier. Ja. SX. So. So. Ja. Shift D, dupliziere den. Rüber. Und schieb das mal hier hin. So, der ist auch kaputt gewesen. Den hat er zusammengenagelt. Ja. Den rotiere ich mal. Einmal so. Okay. F. Schließen. F. Die Fläche schließen. So. Okay. So. Und dieser hier, dieser Bereich, der wurde mehrfach angegriffen. So, dann nehmen wir mal hier. So. V. So. Schieben das mal richtig runter. So. Okay. Und durch den Druck ist er leicht mitgekommen. Genau. Jetzt müssen wir natürlich auch die Rotation ein bisschen ändern. So. Okay. Gut. So, F schließen. F schließen. Ja, den könnten wir ein bisschen vielleicht hoch. Zu tief. Gut. Okay. So. Unser Hausbesitzer hat einfach noch keine Zeit gehabt, das Ding zu reparieren. Fertig ist. Okay. Gut. Dann nehmen wir mal diese Flächen hier und schieben das mal so. Und den nehmen wir auch. Und schieben das auch mal mit rein. So. Okay. Okay, den so. Vielleicht weiter rein. So. Ja, super. Okay. Ah, das reicht. Gut. Als nächstes habe ich noch was anderes vor. Wenn wir uns das Haus jetzt anschauen, ihr seht, es ist überall dieselbe Holztextur. Ja? Und ich glaube nicht, dass das Haus komplett aus einem Baum gemacht wurde. Ja? Also er wird auch mal vielleicht andere Baumarten benutzt haben. Ich kenne mich mit Bäumen jetzt nicht so gut aus, aber zumindest werden hier auch andere Bretter in anderen Farben vielleicht eingesetzt worden sein. Ja, weil ich habe mir ein paar Landhäuser angeguckt und da sind wirklich ein paar Sachen dabei, die ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und das wollen wir jetzt hier auch machen. Wie machen wir das? Wir gehen einfach mal Woodwall, das ist die Haupttextur gewesen. Und da ist das hier, das ist die Haupttextur. Und das ist Textur mit dem dunklen, ja, wo die Holzart etwas dunkler ist, womit wir hier die Ecken verdunkelt haben. Ja, okay. Wir wollen jetzt eine neue Textur laden von polyheaven.com, die etwas anders aussieht. Und dann werden wir die mal hier bei einzelnen Stellen am Wand vorne oder hier vielleicht sogar bei Holzbretter vielleicht mal austauschen. Und ich finde, das sieht dann viel besser aus. Okay? So. Dann gehen wir einfach mal. Nehmen wir unsere Polyheaven Webseite. So, dann schauen wir uns das mal an.
Ich habe mir schon eine ausgesucht, ja, und schon runtergeladen. So, und das ist diese hier, ja. Und ich zeige das trotzdem hier. Ihr könnt ruhig was anderes nehmen. Das ist, das ist die Textur, die wir benutzt haben, ja. Und ihr könnt euch durchschauen. Also am besten keinen lackierten natürlich Hochglanz. Das gilt dafür natürlich nicht. Aber sowas hier oder sowas, was trockenes, ja. Wie gesagt, ich habe diese gewählt, runtergeladen und schon und entpackt. Und die werde ich nutzen. Und ihr könnt natürlich euch aussuchen, welche ihr haben wollt. Die sieht zum Beispiel auch nicht schlecht aus. Könnte man auch nehmen. Ja? Gut. Okay, dann gehen wir mal dahin. Sagen jetzt einfach plus new wood wall 2. Gut, dann gehen wir mal hier ein bisschen rüber. Okay. Na. So. Das ist jetzt die neue Textur, die wir jetzt erstellt haben. Hier einfach Plus drücken und hier einfach den, ich gehe ein bisschen näher ran, den Principal wieder selektieren. Steuerung Shift T. Ja, kennt ihr ja schon, die Tastenkombination. Texturen, Holz, Texturen. So, das ist die Haupttextur gewesen. Und das ist die neue, die ich runtergeladen habe. Da wähle ich 1, 2, 3, 4, alle 4 Texturen nochmal und drücke Principal Texture Setup. Schon haben wir unsere neue Textur. Okay, wie bringen wir es jetzt hier einzeln drauf? Wir haben ja hier das Problem jetzt, wir haben keine richtigen Vertices hier. Ja, das heißt, Edit, jetzt schaut euch das mal an. Das sind alles Flächen. Das sind alles Flächen. Und ich möchte ja zum Beispiel, hier sind die einzelnen Bretter und die möchte ich natürlich farblich jetzt durch den neuen Holzsektor austauschen. Da müssen wir jetzt Loops ziehen. Ganz einfach gesagt, ein paar Loops ziehen. Und ich finde hier, da, unten an den Seiten. Gut, dann fangen wir einfach an. Steuerung R, gehen wir mal hier rauf und ziehen das mal ein. Hier hin. Da, wo ihr die Bretter hinsetzen wollt, ein hier hin. So, die Längstextur, also hier sind nicht schon Loops, hier sind auch schon Loops, die reichen völlig für mich. Ja, und wenn ihr genauso gebaut habt, das Haus, wie ich jetzt, dann würde ich keine Loops mehr von oben runterziehen, das brauchen wir nicht. So, ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr wollt, das ist euch überlassen, weil da kommt noch eine Menge zu, nicht, dass der PC irgendwann ausgelastet wird, ja. Gut, okay, Steuerung R, hier noch ein. Hier noch ein. So. Okay, ich gehe mal kurz auf Base View. Schau mir an, wo. Okay, da. Gut. Hier werde ich noch ein Loop und hier unten auch bestimmt. Dann gehen wir nochmal hier rauf. Oh, das passt schon. Perfekt. Okay. So. Auf jeden Fall werde ich hier welche setzen. So. Und so. So. Okay, super. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück hier. Dann gehen wir auf Face Select. Ja. Wählen uns einfach mal diesen und diesen Brett hier aus. Die möchte ich jetzt ändern. Und ganz einfach. Wenn wir hier diese Faces klicken, ja, so, dann wird automatisch immer hier das angezeigt, welche Textur das hat. Und jetzt gehe ich klicke jetzt einfach Woodwall 2 an und sage Assignen. So, und einmal Edit raus, schauen wir uns das mal an. Genau, das ist das, was ich wollte. So, und das machen wir auch an den Stellen sozusagen, wo wir es haben möchten. Jetzt mache ich hier noch eins, komplett, da ist jetzt komplett einer drauf. Okay, nehmen wir hier auch die beiden hier. So. Vielleicht hier vorne. Ja, hier. Genau. Gut, hier machen wir noch was rein. Vorne in den Bereich. Okay. Nehmen wir den hier so mit.
Okay. Schauen wir jetzt mal, was wir hier machen können. Doch, hier würde ich noch was einsetzen. Okay, dann hier nochmal. Genau. Und hier an den Seiten. So, durcheinander, ja? Willkürlich einfach drauf los. Okay, diese Seite vielleicht. Genau. So, was können wir hier? Sollen wir was am Dach gleich machen? Das weiß ich noch nicht, aber ich glaube auch, dass ich diese Bretter dafür noch nutzen werde. So, bei den Brettern können wir komplett das rausnehmen. Ja, einfach raus, New. Und dann suchen wir uns mal, da ist er. So, schauen wir uns das mal an. Genau, so will ich das haben. Okay, um die Sache jetzt zu beschleunigen, ich tippe jetzt den hier an, den hier an, den hier an, den und den. So, diese 5 Bretter möchte ich jetzt mit dieser Textur haben. Jetzt habe ich die gewählt und als letztes den hier. So, das sieht man auch. Wenn das als letztes selektiert ist, hat das so einen orangen Kontur, ja? Und jetzt drücke ich Steuerung L. So, Steuerung L bedeutet, du kannst jetzt diese Option hier nutzen, das heißt, da, Materials. Du willst jetzt von diesen 4 Brettern sozusagen die Textur von dem letzten übernehmen. So, und schon haben wir die Sache erledigt. Genau, nehmen wir, okay, den nehme ich auch noch mit. Den nehme ich auch noch mit. Shift L, Steuerung L. So. Okay. 1, 2, 3. Steuerung L. Genau. So. Ja, vielleicht bei der Treppe? Doch, warum nicht? Bei der Treppe machen wir es auch. Wir gehen mal, klicken eine an mit L. Den und den. Diese 3. So, was machen wir? Edit wieder raus erstmal. Zuerst raus. Schauen uns das mal an. Nein, hier gehen auf Plus jetzt. Also wir gehen auf Plus. Ja. Klicken hier drauf und suchen uns die Nummer 2. So, und jetzt auf Edit wieder zurück. Mit L, wie gesagt, ein paar Bretter selektieren. Woodworld 2 und Assign. Sehr schön. Okay, das ist gut soweit, das gefällt mir. Gut, jetzt wollen wir noch was an den Dach was ändern. Ja, genau, auf jeden Fall. Wir gehen auf, ja, wir selektieren unseren Dach, gehen auf Edit, ja. Und auch hier möchte ich doch ein bisschen näher ran. So, Steuerung R, so. Okay. Steuerung R. So. Steuerung R. Steuerung R. Steuerung R. So. Dasselbe machen wir hier auch. Plus Woodworld 2. Face Select wieder. Nehmen wir den. C für Circle Select. Und schieben das mal so bis hier hin. Okay. Genau. Und dann vielleicht. Na, was soll das denn? Okay. C. Nehmen wir den hier. Komplett. Oder bis hierhin. Kann auch. Okay, hier haben wir nichts gemacht. Hier haben wir auch nichts gemacht. Irgendwann noch. Na? Ach, hier.
So, hier wollten wir noch was machen. Dann nehme ich jetzt etwas mehr. So. So. Dann nehmen wir den noch. Und dann natürlich diese Kante hier. Genau. Schauen wir uns das mal an. Assignen. Ja gut, dann müssen wir doch hier wählen. Das sieht nicht so gut aus. Okay. So. Ich überlege gerade. Ich glaube, die will ich deselektieren. So, bis hierhin. Okay. Na. Genau. Ah, so sieht es besser aus. Okay. Ja. Gut. Jetzt haben wir das Problem, dass es hier abgedunkelt ist und hier nicht. Das müssen wir natürlich auf diese Textur jetzt auch einsetzen. Ja? Wir gehen auf Wood World 2 wieder. Gehen wir mal ein bisschen rüber. So. Machen wir ein bisschen größer, damit wir es erkennen können. So. Okay. So. Einmal komplett selektieren. Shift D, duplizieren. So, schieben das mal hier rüber. So, und dann kommt ein Mix Shader hier rein. So. Und hier wollen wir gleich mal unseren Mix Color einsetzen. Color Mix. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran und machen den etwas dunkler. So. Mehr. So. Und den einfach so. Okay, müssen wir gleich mal anschauen, wie das aussieht. So, dann ziehen wir den mal hier rüber. Super. So, dasselbe. Wir haben ja hier, bei dem anderen habe ich das auch vergessen. Wir haben ja hier unseren Displacement Map. Ja. So, und das haben wir natürlich durch den Duplizieren, durch den Mix Shader vergessen. Hier, dieser hier. Den müssten wir normalerweise mit Mix Color auch noch mit einsetzen. Okay, wie machen wir das? Wir könnten das einfach jetzt so machen. So, Mix Color. So. Und schieben den einfach mal hier runter. So. Okay. So, jetzt sind beide drin. Wir gehen mal hier runter. Ja, so. Es ist also zusammen gemixt. So, Mittelmaß. Ja, das stimmt soweit. Okay. Moment, das ist falsch. Entschuldigung. Kleine Korrektur. So. Den brauchen wir nicht mehr. Okay. So, einmal zurück. So, jetzt gehen wir hier rauf. Hier haben wir zum Beispiel für unseren Dach den Namen Roof gehabt. So, dann gehen wir hier rüber. Ja. Shift A, Input, Attribute. So, gehen wir ein bisschen näher ran. Roof. Und das tippen wir mal kurz hier rein. Und Roof. Okay, und den schieben wir einfach hier rüber. Warten kurz, bis er das geladen hat. Jo, und so haben wir jetzt unseren Effekt wieder. Und ich finde, dass wir den noch etwas dunkler machen können. Oder gehen wir komplett Faktor 1. Ja, ist besser. Wir machen 1, das sieht besser aus. Genau. Okay. So. Okay, das ist soweit in Ordnung. Ich habe mir überlegt, dass wir noch hier vielleicht vor dem Dach noch den Balken etwas vergrößern.
Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wähle mal diese Flächen hier aus. Mit Alt-Taste gedrückt. Shift. So. Ja. Das haben wir jetzt ausgewählt. Okay. So, jetzt sagen wir E für extrudieren. Einmal wieder loslassen. Alt S. So, jetzt schieben wir da mal ein bisschen weiter raus. Ne? So. Genau. Okay. Jetzt haben wir den auseinandergezogen. Und den könnten wir eigentlich jetzt hier den vorderen Bereich mal nehmen. Ja, mit Alt-Taste gedrückt, um zu. Die einmal selektieren. Und hier genauso. C, einmal selektieren. Genau. Und nach vorne ziehen. Oder wir machen das mal anders. Gehen auf Proportional Option und ziehen das mit GX und schieben das mal. Den Kreis ist natürlich zu groß. Wir verkleinern den Kreis. So, und schieben das mal. Noch mehr. So. Okay, perfekt. Als nächstes wollen wir... Na, nochmal. So. Okay. Jetzt wollen wir hier... Der soll ja nicht leer bleiben. Da kommen jetzt ein paar Holzbalken rein. Ja, sein Kaminholz soll hier jetzt reinkommen. So, da werden wir einfach mal ein kleines Objekt mal erstellen. So, wir gehen auf Base View. Drücken jetzt Shift-Taste und die rechte Maustaste. So, damit der 3D-Cursor hier auf diesem Punkt bleibt. Ja. Jetzt erstellen wir uns einfach mal ein paar Kaminholz. Und das erstellen wir natürlich am besten mit Zylinder. Ja. Okay. Edit-Modus. Skalieren den. Einmal Proportional ausschalten. So. Wieder hoch. Schauen wir uns das mal an. Gut. Ja, okay. Ich habe zu viele Vertices. Den lösche ich einmal kurz. Shift A. Stelle ich jetzt noch rein. Zylinder. Und hier kann ich gleich mal die Größe wählen. Ja, was für einen Durchmesser nehmen wir jetzt? Okay, das ist wirklich zu wenig. Ein bisschen größer. Könnte hinkommen. Okay. Aber auf jeden Fall weniger Vertices. So, dann gehen wir mal 9. 10. Gut. 10 ist in Ordnung. Genau. 10 ist in Ordnung. Und die Länge, was haben die? Halben Meter? Ungefähr, ne? Schätze ich mal. So, oder vielleicht ja, 0,6. Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ist ja egal. So, okay. So, jetzt haben wir unsere Größe erstellt. Sobald ich das Ding bewege, ist dieses Tooltab weg. So, jetzt hat er es übernommen. Okay. Einmal Edit. Dieses Face. Und den Face löschen wir. So. Als nächstes gehen wir hier rauf. 1, 2, 3, 4. Und löschen. Perfekt. So, selektieren einmal diese Fläche und diese Fläche. Oder, nein, erstmal diese Fläche. F, 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 F. So, und nochmal F. Und schon haben wir das Ding geschlossen. Okay, das wird jetzt unsere... Genau, der ist schon... Also, das sind jetzt die gespaltenen Kaminhölzer, ja? Okay, das haben wir jetzt. So, einmal rotieren. R, Y, ne, X, 90 Grad. So, legen das mal auf den Boden. So, gehen wir näher ran. So, okay. Machen unser Shading wieder auf. Warten. Okay, alles geladen.
So, jetzt ist es hier der Fall, dass wir natürlich unseren Brett hier ein bisschen auch Textur geben müssen. Wir nehmen dafür mal, wir müssen anschauen, wie das am besten aussieht. Gehen wir hier rauf. Okay. So. Wir selektieren einfach diesen Kaminholz, selektieren und einmal Backslash. So, einmal isolieren, damit wir alles erkennen können. Gut, jetzt gehen wir mal hier auf Edit. Wählen diese Flächen mal aus. So, okay. Und schauen uns das mal auf dem UV an. Gut. So, ziehen das mal ein bisschen rüber. Skalieren den auf der X-Achse. So. So. Genau. Okay. Gut. Als nächstes sagen wir Plus. Ja. New. Sagen wir mal Wood. Ja. Hell. So. Wood Inner. So heißt das ja. Holzinnenbereich. Okay. Jetzt heißt das natürlich, wir brauchen jetzt eine Textur, die wir für den hellen Ton haben. Das innere Holz, ja. Das holen wir jetzt aus dem Internet. Dafür gehen wir wieder zu Polyheaven rüber. So. Schauen uns das mal an. Einen hellen Ton. Tja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einfach einen hellen Ton zu nehmen. Irgendwas dran. Ich glaube, dieser hier wäre nicht schlecht. Genau. Das wäre in Ordnung. Wir nehmen einfach diese Textur hier. Ja. Ja, und laden den runter. Ne, wie gehabt, extrahieren und dann geht's weiter. So, dann schieben wir das mal hier rüber. So. Okay. So, wo haben wir jetzt unseren Node-Editor? Wir drücken auf Komma. Dann springt das genau auf unsere Ansicht. Okay. Klicken unser Node wieder an. Steuerung Shift T. So, da ist unsere Fläche. So, und davon haben wir 3 Texturen nur jetzt auf dieses vom Polyheaven gehabt. So, das reicht auch für uns. Drücken das und schon haben wir unsere Fläche, unsere Textur. Gehen wieder auf Edit. So, wenn ihr zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Beispiel hier, ich habe jetzt diese Fläche hier selektiert. So, und das ist ja Woodwall 2. Und ich möchte jetzt aber die andere Seite selektieren. Und wenn ihr mal mehrere Faces habt und ihr wollt nicht komplett wieder neu alles wählen, habt ihr die Möglichkeit einfach mit Steuerung I, ja, habt ihr jetzt die andere Seite gewählt. Ja, Spiegelfläche, also, ne, also das Verhältnis einfach geändert. Okay, so, und das nehmen wir jetzt und sagen Assignen. Schauen wir uns das mal an. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber jetzt schauen wir uns das mal hier auf Textur, weil, ihr seht das schon, ich muss mal die Maserung gucken, wie das aussieht. Ja, wir nehmen mal diese Fläche hier. Okay. Also muss rotiert werden. 90 Grad. So, die Maserung längs läuft hier, ja, darum geht's. So, skalieren wir den ein bisschen. So. Weniger. So, okay. Super. Perfekt. Jetzt nehmen wir diese hier. Der ist hier. Und dann wählen wir diese Fläche hier. Und Unwrap. So. Oh, passt schon. Die Größe ist auch. Also von der Richtung her. Das ist genau richtig. Vielleicht etwas weniger. Hier. Skalieren. So. Ja, perfekt. So, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Ich finde, dass wir hier noch die Kruste machen müssen. Hier, so und hier. Genau. Und hier nochmal. Okay. So. Und einmal Alt-Taste gedrückt und komplette
Seite wählen. Hier genauso. So. Und so. Und dann wählen wir die alte. Die erste. Na. Es seinen. Aha, okay. Gut. Dann müssen wir jetzt mit der Textur wieder rumspielen. So. R-Taste und dann rotieren. Okay. So. Hier genauso. R. Einmal rotieren. Das andere passt schon. Okay. Hier auch. Und rotieren. So. Gut. Jetzt haben wir ein Kaminholzstück. So, jetzt drücken wir wieder Backslash. Holen alles wieder her. So. Schieben das mal hier rüber. So, okay. So, die Position passt schon. Gut, so. Und jetzt einen duplizieren wir jetzt und schieben das mal in diese Größe. Okay, ungefähr da. Perfekt. Okay, und jetzt wieder Backslash, wieder zurück. So, jetzt wissen wir, Entschuldigung, beide natürlich drücken. So. Jetzt möchten wir natürlich das alles hier oben verteilen. Das heißt, wir können jetzt ganz frei beliebig jetzt die rotieren, duplizieren, duplizieren, duplizieren. So. So. Und jetzt dasselbe. Wählen wir jetzt nochmal alles aus. Duplizieren. So. Nehmen wir den letzten wieder raus. Und so weiter. Okay, jetzt nehmen wir diese beiden hier. Oder den letzten lassen wir, duplizieren wir. So. Löschen, 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 löschen. Löschen. So. Alle selektieren. Jetzt müssen wir anschauen. Object, Transform. Transformieren. Jetzt weiß ich jetzt nicht genau, in welche Richtung wir das jetzt rotiert haben. Wir müssen mal schauen, wie wir das am besten machen. Ah, ist schon richtig. So. Ah, genau. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Hier gibt es Seeds. Ja, wenn wir hier drauf drücken, könnt ihr noch Transformation durchführen. Ja. So. Oh, das gefällt mir ja schon. Okay. Das sieht wirklich gut aus. So können wir es übernehmen. Gut, jetzt müssen wir das nur natürlich ein bisschen anpassen hier. Wir haben die Abstände gar nicht richtig eingestellt. Gut, dann machen wir es mal so. Okay. So, und dann verschieben wir die mal erstmal zusammen. Und das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt die ruhig ein bisschen frei beliebig, muss nicht genau sein. So, so, so. Genau. Okay. So, jetzt haben wir haufenweise welche gemacht. Und genau. Einmal Backslash, wieder zurück. Jetzt könnten wir einen nochmal nehmen, duplizieren, schieben wir noch einen hier. Der eine fällt hier auf den Boden. So. Shift D. So, rotieren. So. Okay. So. Wenn wir jetzt uns mal die anschauen, würde ich sagen, dass wir noch welche hier rausziehen könnten. So.
So. Perfekt. Okay. Das sieht ja eigentlich schön gut aus. Uns fehlt aber nur noch eine Axt. Ja, jetzt kommt noch eine Axt. So, für die Axt kann ja nicht frei liegen. Da brauchen wir noch so einen richtig großen, ja, Baumstamm, ja. Die ganzen Kaminhölzer werden ja auf diesen Holzstamm sozusagen geschlagen. Und da werden wir jetzt uns mal darum kümmern, dass wir einen schönen Holzstamm hier mit einer Axt da drauf nageln. Ja? Okay, weiter geht's. Wir werden mal erstmal hier aufräumen. So, wir haben jede Menge hier was gemacht, seht ihr schon, ne? Und das ist alles noch im Haus drin. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Haus, New Collection. So. Kaminholz. So, okay. Dann gehen wir mal hier runter. So, und ja, ich glaube, das müssen die gewesen sein. Genau. So, und schieben das mal alles hier rein. Na. So. Okay, einmal prüfen. Ja, da fehlt noch einer. So, das ist dann, schätze ich mal, dieser hier. Ja, genau. So. Okay, das ist das. Geländer. Dann nehmen wir hier New. So. Seitendach. Trägerholz. Nenne ich das einfach mal. Okay, dann schieben wir das hier rein. So. Das sind die Holzbretter. Da nehmen wir die hier. Genau. Und schieben das damit rein. Okay. So, einmal anschauen. Ja, perfekt. Gut. Okay, so, jetzt haben wir ein bisschen Ordnung hier gebracht. Jetzt gehen wir hier wieder rauf. Das ist ja Kaminholz. Ich würde sagen, das gehört auch zum Kaminholz. Dann gehen wir hier rauf und sagen Shift A. Zylinder. Diesmal werden wir hier ein bisschen mehr, wird es nehmen. Und wir schauen uns das mal an. Wir gehen mal auf Base View. Ja. So, dann nehmen wir auch den Breiten etwas ran. Okay. Mit der Location der Z-Achse ein bisschen nach oben. So ungefähr. So. Tiefe ein bisschen runtersetzen. Ein bisschen vielleicht weniger. Ja, noch weniger. So. Okay, das müsste eigentlich in Ordnung sein. Ja, das sieht gut aus. Okay, so, als nächstes wollen wir mal unseren Objekt hier etwas modellieren. So, jetzt gehen wir auf Edit, Loop, so ungefähr ab hier, ja, ziehen das mal jetzt nach oben, okay, damit wir sehen, was wir hier machen. Gut, jetzt ziehen wir noch einen Loop in die Mitte, so. Und fangen einfach mal an, die Dinger mal rauszuziehen. Und dazu benutzen wir wieder unser Proportional. Ja. So, okay. So, Paar 1 vielleicht für die Wurzeln. Die Wurzeln müssen das natürlich sein. Hier vielleicht ein bisschen mehr. So. Und einen hier. Okay. Okay. So, Proportional wieder aus. Jetzt gehen wir hier rauf. Drücken wir E für Extrusion. Extrude also. So. Einmal so. Bisschen länger ziehen. Und jetzt extrudieren. So. Genau. Hier ein bisschen weiter raus. Den weiter rein. Wieder raus. Na, zurück. S für skalieren. Den tiefer. Genau. Okay. So. Und jetzt gehen wir hier mal auf unseren Modifier. So. Subdivision Surface. Okay. Noch eins. So.
Jetzt gehen wir auf Edit wieder, setzen einen Loop mal nach oben. So, okay. Gehen ein bisschen näher ran. Alt-Taste gedrückt. Diese Fläche hier wählen. Mal auseinanderziehen. So, etwas nur. Okay. So, einmal ein Shade Smooth setzen mit der rechten Maustaste. So, so tief wie möglich runter. So. Gut, jetzt müssen wir schauen, ob wir jetzt mit den Wurzeln noch ein bisschen rumspielen können. Gehen wir Proportional wieder an. Nehmen wir den eine Fläche hier und ziehen das mal. Ja. So. Ich sehe gerade. Einmal Wireframe einschalten. So. Okay. So. Gut, jetzt müssen wir hier doch einen Wurzel noch hier rausziehen. Nutzen wir den. So. Und ziehen das mal runter. Genau. So, okay. Jetzt haben wir unseren Baumstamm, aber das sieht noch nicht gut aus, das kommt jetzt auch noch. Wir wollen jetzt sculpten. Ja, wir wollen die Wurzeln etwas, bisschen Fugen setzen, ja, Struktur reinbringen. Und das können wir am besten machen, wenn wir natürlich sculpten, ja. Okay, wir haben Subdivide hier drauf gesetzt. Den müssen wir jetzt applyen, so wie es jetzt ist. So, und schauen das mal an. Okay, das sieht einigermaßen gut aus. Jetzt gehen wir hier auf Sculpten, Sculpt Mode, ja, und wählen mal den Grace hier. Oder, wartet mal, kleinen Moment. Das war das Grace. Genau. Doch, das war das Grace. So, F verkleinern. So. Wenn wir jetzt hier anfangen zu sculpten, ja, merken wir noch gar nichts. Also es ist ganz wenig, wie ihr schon seht, ja. Aber um das besser, schöner rüber zu wirken, machen wir jetzt ein Remesh. Ja. So, Remesh, wenn wir hier rüber gehen, einmal, wir sind auf Sculpt Mode. So, ziehen wir es mal ein bisschen rüber. So, da sehen wir es auch. Hier ist Remesh. So, und das ist sozusagen die nennen das jetzt Voxel Size, also die Größe dieser einzelnen Meshes, die nachher erstellt werden. Wir können jetzt einfach mal sagen, wir lassen das bei 0,1 oder wir setzen mal 0,5 ein. So, und jetzt sagen wir Remesh. So, ihr seht, was passiert ist? Ja. So, und es ist zu eckig geworden, also reicht das nicht. Wir gehen einfach Steuerung Z, machen mal 0,2 und Remesh. Jetzt könnte man sich damit arbeiten. Wir versuchen das mal, wie das aussieht. Ja, jetzt bringen wir noch mehr Stärke rein. So, wir machen mal ein bisschen stärker hier und Pinsel mit F vergrößern. So. Na doch, das wird was. Okay, gut, dann jetzt hier so, genauso wie hier. Okay, hier ist ein bisschen zu viel. Da gehen wir einfach mit Shift drüber. So. So, F. Vielleicht ein bisschen die Stärke etwas reduzieren. So, okay. So. Jetzt können wir hier oben an den Kanten ein bisschen. So. Okay. Okay, hier muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. So. Gut. Und jetzt gehen wir hier mal auf hier Grab, ja, greifen.
F ein bisschen vergrößern. Finde, dass wir ein bisschen hier ein bisschen ausweiten können. Gut. Okay. So. So, ein bisschen anticken, ja. Ganz vorsichtig. Nicht zu viel, nur ganz leicht. Vielleicht ein bisschen in Länge ziehen. So. Schauen, wie das aussieht von der Seite. Okay. So. Na, ich gehe mal davon aus. Ihr müsst mal gucken, ja. Ich habe jetzt gerade kein Referenzbild dafür benutzt. Ich habe mich einfach mal meine Fantasie wieder durchspielen lassen. Aber ich schätze mal. Ich habe gesagt, hier ein bisschen raus hier. So. Okay, hier ein bisschen auch. Ein bisschen leicht raus. Ein paar Krusten. Genau. Ja, da können wir ein bisschen Claystrip noch benutzen. Ja, um ein paar Strukturen längs zu ziehen. Ja, okay. Doch, das sieht gut aus. Okay. Ja, ich gucke gerade auch selber. So, bisschen mehr vielleicht. Also wieder, ich nutze wieder das Grace und setze das hier. Oder wir könnten mal den Draw Sharp schärfen nutzen. Und wenn wir das machen, dann zieht er die Kanten rein, ja? Seht ihr das? Mal gucken, wie das aussieht. Mal einfach mal ausprobieren. Ja. Okay. Hat einen ganz leichten Effekt, dass er die, also eine Naht zusammenzieht. Müssen wir mal einfach mal ausprobieren, wie das aussieht. Doch, sieht auch gut aus. Okay, vielleicht hier noch ein bisschen mehr. So. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel, glaube ich. So. So, okay. Das könnten wir eigentlich so lassen. Ja, bisschen mehr. So, ganz leicht. Perfekt. Gut. So, das ist unser Holzstamm hier. Okay, und da machen wir jetzt unseren Axt drauf. Dann gehen wir einmal wieder auf Object Mode. Bevor wir mit der Axt anfangen, will ich natürlich unseren Holzstamm texturieren. So, dann gehen wir mal wieder auf Edit. Schauen uns das mal hier an, was wir gemacht haben. Aha. Ihr seht, was passiert ist. Ja, durch den Remesh haben hat der Remesh sozusagen die Textur, die Meshes so hingesetzt, dass wir damit also sozusagen zum Sculpten benutzt haben, ja. Und jedes Mal, wenn wir das Ding sculpten, wird der, ihr seht ja, hier, da ist es genau. Wir hätten das noch feiner machen können, aber wie gesagt, ich will die Speicher, sozusagen die PC, nicht so stark auslassen, weil da kommt noch einiges auf uns zu in diesem Tutorial. Und wenn ihr meint, dass ihr zum Beispiel damit angefangen habt, ihr könnt nur die auf 0,001 setzen, dann könnt ihr noch feinere Struktur machen, ja. Okay, das ist euch überlassen, aber für mich, für diese Zwecke reicht das. Genau. Okay, gut. Wählen wir mal hier. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir nehmen wieder unseren Standard. Und gehen wir mal hier, machen wir Proportional aus und dann Shade View. Okay. Ihr seht zum Beispiel jetzt die Textur, ich sehe gerade, das ist vom Dach, aber das ist eigentlich egal. Achso, hier. So, Wood Wall. Jetzt habe ich diesen Baumstamm, diese Textur gerade zugewiesen. Aber ihr seht die Textur nicht, weil wir vorhin den Zylinder, den wir erzeugt haben, komplett ja geändert haben. Die Struktur. Wir haben ein Remesh gesetzt und wir haben den gesculpt. Also der hat kein UV, keine Daten. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf Edit. Ja. Wir werden jetzt unseren Baumstamm einen Schnitt machen. Ja, einen Schnitt. So, das bedeutet, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen näher ran. Wir vergrößern das Fenster mal.
So. So. Okay. Wenn wir jetzt Alt-Taste gedrückt halten und diese Linien hier erstmal auf Edge gehen, auf Edge. So, und jetzt wählen wir mal diese Seitenkanten hier. Ja, wir werden einmal jetzt umzu. Jetzt müssen wir natürlich jetzt hier entlang. Ne, hier entlang, Entschuldigung. Hier entlang. So. So. Eine Linie ziehen. So. Shift, Alt, immer so weiter. So. So, und jetzt, wenn wir eine Linie jetzt gezogen haben und selektiert haben, drücken wir Steuerung E und klicken hier Mark Seam. Ja, so jetzt ist es rot geworden. Wir haben jetzt diese Linie markiert. Ja, das ist auf diesem Objekt jetzt fest. So, jetzt gehen wir wieder auf Alt, wieder gedrückt und wählen mal diese hintere Kante mal aus. Diese und dann wieder Alt, dies. So. Gut, ich schätze mal, den können wir eigentlich so lassen. Obwohl. Einfach mal. Wir gehen mal hier lang. So. Bis zur Mitte ungefähr. Okay, jetzt können wir den nochmal vergrößern. So. Und sagen jetzt Steuerung R, Steuerung E also und Mark 7. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Vergrößern mal das Fenster für unseren UV. Klicken auf unseren Textur hier. Jetzt wieder alles selektieren. Unwrap. So, was ist jetzt passiert? Das ist jetzt unser Kreis. Ja, das ist unser Kreis, wo wir die Linie markiert haben. Der ist jetzt extra, hat er ein UV bekommen, weil wir einen Schnitt gezogen haben. So, jetzt klicken wir den mal an. L. So, schieben wir erstmal hier zur Seite. Und so, und dieser Schnitt hier und umzu ist dieser hier sozusagen. Okay? So. Und den könnten wir zum Beispiel vergrößern, ne? Je nachdem, wie wir es haben wollen. Okay, wenn wir das mal so angucken, das sieht ja nicht gut aus, die Schrägen, das passt ja vorne und hinten nicht. Ne? So, und deswegen heißt das, dass wir jedes Mal, wenn wir jetzt Konturen ziehen, extra ein UV-Map ziehen müssen. So, und das machen wir jetzt einfach mal. So, wir gehen mal näher ran. Wir werden mal das so machen. Das selektieren wir jetzt. Wir wählen mal, einfach selektieren mal die ganze Fläche hier. Die möchte ich wieder deselektieren. Steuerung E, Clear Seam. So, jetzt ist diese Schnittkante, die ich gerade gemacht habe, wieder weg. Ja? Und wähle mal das ganz anders aus, sondern hier umzu. 1. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Diese Seite. So. Wir machen das mal ein bisschen weit auseinander. Einmal Backslash und wieder zurück, damit wir besser erkennen können, was wir hier machen. So.
einmal Alt-Taste gedrückt. Alt-Taste gedrückt. Okay, den selektieren wir. Das ist irgendwie zu weit weg. Da gehen wir ein bisschen weiter raus. So. So dass wir sozusagen die untere Fläche einen Kreis selektieren, ja? Ein Kreis sozusagen. Eine Naht ziehen. So nennen wir das, eine Naht, genau. So. Jetzt bis zum Einschluss. Okay. Steuerung E, Mark 7. So. Gut. Und dasselbe machen wir jetzt auch. Ja, genau. Weil das ja eine Längsnaht ist, hier, also sozusagen wollen wir hier die Textur entlang ziehen lassen. Also müssten wir jetzt auch ab hier, schauen wir uns das mal an, ja, und jetzt Alt, mal sehen, okay. Genau. Maxim. So. Ja, und dasselbe machen wir jetzt bei den beiden Wurzeln genauso. Oder bei den 3. Ja? Das machen wir aber jetzt im Timelapse. Okay? So. Unsere Schnitte sind fertig. Wir haben jetzt überall, da wo wir die Textur verändern wollen, also der Naht entlang verändern wollen, jedes einzelne Element Nähte gezogen. Das ist natürlich eine mühsame Arbeit, aber dadurch, weil wir jetzt hier eine Sculpt-Struktur gemacht haben, jetzt gegeben haben, unseren Holzstamm, müssen wir das einfach so gestalten. Man könnte das auch jetzt eine Mesh überziehen, eine schöne gerade Mesh, aber das geht auch so, ist überhaupt kein Problem. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Wir wählen jetzt erstmal diese Fläche hier, ja, so, gehen auf L und ihr seht jetzt, was passiert. Sobald ich L drücke, öffnet sich hier dieser Tooltab, wieder Select Like, also links heißt das hier, Linked, so, L für Linked und hier öffnet sich hier Optionen. So, weil wir jetzt hier Themes gesetzt haben, ist auch hier Theme jetzt selektiert, ja, hier ist Theme selektiert. Wir könnten jetzt jede einzelne Segmente hier wählen, also Flächen, die einen Schnitt gezogen haben. Zum Beispiel will ich jetzt mal hier eine Edge-Kante und L, jetzt habe ich diese Fläche gewählt. Oder diese hier oder diese hier. Ne? Und jetzt wähle ich jetzt wieder unseren Holzstamm umzu. L, jetzt haben wir alles selektiert. Und jetzt sagen wir Unwrap Cube. Und wenn wir das mal anschauen, und schon haben wir eine schöne längliche Maserung. Ja? So, und die möchte ich aber gerne mal jetzt mal ein bisschen stretchen. So ungefähr. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, okay.
So, und hier bei dem schauen wir uns das mal an und sagen einfach mal, ja, versuch mal, wir müssen mal schauen. Ja, okay. Da müssten wir doch etwas rumspielen. Dann nehmen wir mal, genau, Unwrap, einfaches Unwrap, das sieht gut aus, das gefällt mir. Den skalieren wir jetzt auch, so. Genau, dann gehen wir auch hier nochmal rauf. Unwrap. Genau. Hier nochmal rauf. Noch ein Unwrap. Genau, das gefällt mir. So ist das gut. Okay. Okay, jetzt passt das hier nicht. Jetzt müssen wir den mal drehen, dass es so mit der Längsnaht so ungefähr passt. Genau. Hier könnten wir zum Beispiel hier die Naht mit dem verbinden. Jetzt wollen wir mal entweder skalieren. Schauen wir mal, was das bringt. Na. Mit G bewegen in die Richtung. So. Genau. Okay. So. Alles klar. Jetzt gehen wir auf unser Material. So, dann gehen wir hier mal auf Plus. Erstellen uns einen neuen Material. Nennen das einfach mal jetzt, ja, Tree Inner. Ja. So. Der Innerbereich des Baums, also das ist ein Baumstamm, da sieht es ja, da habe ich eine Textur für euch vorbereitet, werde ich in der Videobeschreibung auch verlinken. Das ist nämlich diese hier. Bei Pixabay, diese Textur habe ich gefunden und das werden wir dafür verwenden. Ja? Okay. So. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter runter. Okay. Jetzt werde ich einfach mal hier die eine Textur mal herochladen. Image-Textur, die habe ich schon runtergeladen. Dann gehen wir mal hier rauf nochmal. Wo haben wir es denn? Da haben wir sie. Okay. Klicken wir uns das an und setzen das erstmal hier rein. Okay. So, dann gehen wir auf Edit. Ja, wählen uns diese Fläche hier aus. Einen Edges wählen oder ein Vertices, völlig egal. L drücken. So. Unsere Textur ist jetzt hier drauf, aber natürlich passt jetzt mit Textur-Mapping nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal hier kurz einstellen. Wir gehen mal auf unser Bild hier drauf. So, und dann gehen wir auf Edit. Es ist selektiert, da ist er. So, alles selektieren und stellen das mal so ein, dass das gerade mal so mittig passt. So, darauf achten, das ist kein Seamless-Textur, ja. Skalieren das noch mal ein bisschen und schieben das mal so. Genau, ungefähr. Schauen wir uns das mal an. Alles klar. So, gut, okay. Das sieht eigentlich soweit gut aus. Wir könnten jetzt noch eins machen. Wählen mal diese Fläche mit Alt-Taste gedrückt einmal zu. Ja. So. Und dann sagen wir E. Extrudieren das mal. So. Ganz leicht. So. Okay. Dass wir so eine leichte Kruste nach draußen haben. Ja. Gut. Okay. Gleich ein bisschen auseinanderziehen. So. So. Genau, so gefällt es mir besser, glaube ich. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal in Innenfläche rein. Nochmal Edit. Wählen uns diese Seitenkante hier aus, die wir jetzt extrudiert haben. Also die Fläche hier. Ja. Gehen auf Wood Wall. Assignen das. Ja, perfekt. Das sieht doch schon gut aus. Okay. Jetzt müssen wir natürlich diese Textur. Das ist jetzt nur ein einfaches Bild, den wir jetzt hier platziert haben. Ja, man kann mit den einfachen Bildern noch ein bisschen Struktur geben. Ja, das hatte ich glaube ich vorhin bei den anderen Parts auch schon gezeigt.
So, da gehen wir einfach auf Vektor, Bump, setzen das hier rein, nehmen unsere Textur, schieben das mal erstmal hier in den High, hier rein, in die Höhe also. Dann gehen wir hier nochmal rein, Convert, ja, Converter, hier runter, RGB to BV, es wird ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht sozusagen, ja, weil wir nach den Höhen der Helligkeit und Tiefen von Bumpmap gehen. Und dann setzen wir das hier rein. So, da sehen wir schon, okay, ist ein bisschen zu stark, da gehen wir mal ein bisschen auf 0,5, die Hälfte runter. Gut, den Roughness, das soll ja nicht glänzen und kein Specular. So, okay, jetzt können wir es nochmal mal ausprobieren, wie das sich auswirkt. Leicht Shift. Okay. Gut, können wir so nehmen. Gut, alles klar. So, das könnte ich nochmal jetzt mal auf Cycles mal anschauen, damit ich mal sehen kann, wie sich das Bild hier auf Cycles sich zeigen lässt. Doch, eigentlich geht das. Doch. Alles gut. Okay, können wir so machen. Nehmen. So, wieder zurück. Einmal Backslash. So. So. Super. Als nächstes fangen wir mit unserer Axt an. So. Okay. Da setzen wir gleich einen Shade Smooth drauf. So. Okay. Jetzt sieht die Schattierung natürlich etwas ja, unschön aus, weil hier zu wenig Vertices ist. Ja? Um die Sache zu vereinfachen, können wir hier auf Edit gehen. So, machen wir hier noch eine Schnittkante ganz oben. Ungefähr so. Und eine an der Seite. So. Hier. Und natürlich hier. So. Perfekt. Alles klar. Vielleicht nach oben skalieren etwas. Okay. Das sieht gut aus. Einmal Steuerung A. Rotation und Scale. Wir haben jetzt, unser Holzschirm muss ja hier rein. Ja. Und ich sehe gerade, das könnte etwas zu dünn werden. Wir selektieren mit Alt einmal zu und sagen einmal Steuerung plus. Steuerung plus, ja. Dann haben wir nochmal die nächsten Flächen gewählt und ziehen das mal ganz vorsichtig mit Proportional wieder hier, aber mit Smooth, ja. Y, Entschuldigung. So. Ja. So, dass unser Stil hier reinpasst. Gut. Einmal auf 1 drücken. Ja, Frontansicht. Okay. Jetzt können wir hier einmal Shift S, Cursor to Selected, damit es genau in der Mitte ist. Einen Zylinder setzen. Oder lieber ein Cube. Wir setzen wieder einen Cube. Okay. S, skalieren in Edit-Modus. So. Proportional wieder aus. Etwas weniger. So. Okay. So. Ziehen das nach oben. Okay. So, jetzt gehen wir auf Wireframe-Modus. Ja. Einmal selektieren wieder in Wireframe und skalieren in Y-Achse. So. Ja, das müsste eigentlich so hinkommen. Okay. 1 drücken. So, wir sind in Wireframe. So, jetzt gehen wir auf Vertex. Gehen ein bisschen näher ran. Ich schätze mal, der Stil des Achses müsste so eigentlich gehen. Ne? So, ungefähr. Gut. So, jetzt drücken wir B für Box Select. So, vergewissern nochmal, dass wirklich beide gewählt sind. Hinten, ja, alles gut. 1. So, wieder zurück.
ziehen das mal jetzt komplett in die Länge. Ungefähr so. Und skalieren das bisschen. Also skalieren. So. Jetzt setzen wir hier einen. Okay. Den ein bisschen hoch. Und hier noch einen Loop. Und den ein bisschen runter. Genau. So, einmal B für Box Select. Bisschen hier. Okay. Ja, nochmal. So ein Stück. Und wieder vielleicht rein. Und etwas vielleicht weniger hier. So. Okay. So, als nächstes mit Alt-Taste gedrückt diesen Loop hier wählen. Und Steuerung B. So. Hier den Loop wählen und Steuerung B. So. Okay. Jetzt haben wir, das ist natürlich kantig, das kommt noch. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Steuerung. Oder erstmal alle Loops wählen. Die Seitenloops wählen. So. Und Steuerung B. Hier ein bisschen weniger wählen. So. Na, 2 reichen wohl. Okay. So. Und ein Shade Smooth drauf. Shade Smooth. So. Okay. Das sieht ja eigentlich schon mal gut aus. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht ein bisschen kleiner. So. Okay. Vielleicht ein bisschen in die Länge ziehen. Gut. Ja, könnte ich so nehmen. Mir gefällt's. Mir reicht's. Gut. Jetzt haben wir unsere Axt erstellt. Ja, ganz simple Axt. Nichts Großartiges. Man könnte ein Tutorial über eine Axt erstellen. Das dauert auch eine halbe Stunde. Da können wir Verzierungen, alles Mögliche machen. Ihr müsst einfach in den Kommentaren schreiben, wenn ich mal eine Axt... Ich glaube, ich habe sogar ein Tutorial erstellt über eine Axt. Aber so, wie nach Interesse. Müsst ihr was in den Kommentaren schreiben, wenn ihr was Bestimmtes wollt. Gut. Okay, da haben wir das auch fertig. Dann gehen wir wieder mal auf. Ja, Shade View. Genau. So, dann den Griff setzen wir gleich von unseren Holzmaterialien was. Gehen wir mal runter. Nehmen wir unser... Ja, damit können wir was machen. Die Farbe ist in Ordnung. So. Nehmen wir mal ein bisschen runter. War das hier? Könnte es weiß sein. Okay. Jetzt würde ich sagen, dass wir einmal alles selektieren. Der UV-Map gefällt mir schon. Das können wir so eigentlich behalten. Aber es sind zu viele Nähte. Ich etwas weiter runter skalieren. Vielleicht. So. Sieht das so aus? Doch, so sieht es eigentlich besser aus, wenn nicht. Genau. Okay. Jetzt gehen wir hier ein bisschen runter. So. Das ist unsere Axt. Und da muss natürlich ein Metalloberfläche sein. Ja, Material. Metal. So. Base Color, den gehen wir ein bisschen runter hier. So. Ja, Metall natürlich. Und die scharfkantig muss ja natürlich auch sein. So, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten, es glänzt ja schon, ja, ist richtig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wir gehen mal einmal hier runter. So. Okay. So. Sagen jetzt Image New. Metal. Ja. Shader. Nenne ich das einfach mal. Okay. Die Größe, ja gut, können wir so lassen. Ist in Ordnung. So. Gut. Jetzt haben wir ein Metall-Shader-Textur erstellt. Ja. So, und diese Textur setze ich jetzt hier einfach rein und schon haben wir die da. So, das ist immer noch nicht gespeichert, die Textur. Und diese Textur setzen wir jetzt hier mal rein. So. Okay. Und jetzt gehen wir auf, kleinen Moment, auf Texture Paint. Ja, wir gehen hier rauf.
Und wenn wir oben bei den Einstellungen nachher, also hier drauf achten, weiß einstellen, ja, weiß, Texture Paint, ja, und die Textur ist jetzt im Metall ist dort drinne. So, und es ist komplett schwarz. Und wenn wir jetzt mit F den Pinsel etwas vergrößern und unsere Klinge von unserer Axt, also diese Messerspitze, jetzt einfach mal rübergehen, ja, machen wir ein bisschen größer, so ganz vorsichtig entlang. Ja, so, es ist jetzt nicht schön geworden, aber wir erreichen dadurch so einen Hochglanzeffekt. Ja, es ist ja meist so, dass die Klinge hochglanzscharf ist und das hier etwas rau. Ja, und das ist, finde ich, ein gutes Effekt jetzt, wenn wir sowas hier nutzen würden. Das machen wir jetzt auch. Einmal auf 1, damit wir eine Funktion haben. Und streichen mal ganz vorsichtig. So. Perfekt. So, und jetzt Steuerung 1, verkehrte Seite. Auf der anderen Seite sozusagen. So. Genau. Okay. Ja, man könnte jetzt eigentlich, wenn ihr kreativ seid und ein bisschen... Ich arbeite jetzt gerade die ganze Zeit mit der Maus, habe gerade jetzt kein Grafiktablett bei mir. Man könnte jetzt eigentlich schon auf dieser Achsfläche ein bisschen Verzierungen machen. Ich versuche das einfach mal. So. So. Machen wir ein paar Zacken. So. Naja, kann man sich drüber streiten. Also Steuerung Z, raus, gefällt mir überhaupt nicht. Also man kann wirklich sehr gute Sachen jetzt draus machen. Aber ich finde, ja, machen wir was ganz Feines sonst. Ziehen wir das mal ein bisschen, ja, den auch noch weg. Ein bisschen noch größer. So. So, ganz leichte Striche. So, vielleicht hier ein paar willkürliche Verzierungen. Sieht man sowieso nicht richtig. So, keine Ahnung. Hieroglyphen oder was weiß ich. So, okay. Mal gucken, wie das aussieht. Genau, also das war jetzt nur eine spontane Idee, wenn ihr jetzt gerade dabei seid. Und hier machen wir es genauso. Ziehen wir es entlang. So. Genau, und hier ein paar Kreuze. So. Okay, ich bin jetzt unvorbereitet. Ich hätte jetzt, das ist jetzt mittendrin mir jetzt eingefallen. Und ich habe, wie gesagt, eine Maus. Deswegen, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt jetzt, wenn ihr eine Grafiktablett habt und so, jetzt ein paar Verzierungen machen, wenn ihr wollt. Ne? Das ist hier alles möglich, ja? Okay, gut. So, das ist das jetzt unsere Axt. Ne? So, jetzt habt ihr so ein kleines Motiv noch drauf, eine Klinge drauf. So, das können wir es mal in Cycles mal anschauen. So. Gut, man hätte es ein bisschen dicker doch machen können, aber jetzt ist das egal. Gut. Okay, aber man merkt hier die Klinge, die Schärfkarte. Man kann natürlich jetzt der Klinge hier einen Subdivision Surface setzen. Ja.
Es ist natürlich so eckig. Es geht darum, weil wir das nachher für unser Tutorial, da sehen wir es nicht ganz genau. Vom Weiten nur. So, man kann, wenn man will, natürlich einen Subdivision Surface setzen. Da hat man eine schöne gerade Kante, ne? Seht ihr ja schon. Aber wie gesagt, das könnt ihr selber, je nach Belastung eures Rechners, würde ich das erstmal lassen, weil wir noch eine Menge vorhaben. Okay, gut. Dann wieder weg. Alles klar. So, unsere Achse ist jetzt auch fertig. Einmal Backslash. So, wo waren wir? Hier. Gut. Ich will jetzt einfach mal die beiden hier, joinen. Bevor ich das aber mache, seht ihr das hier? Image. Da ist ein Stern davor. Sterne, wisst ihr, kennt ihr von anderen Programmen. Solange der Stern da ist, ist das nicht gespeichert. Also das Bild müsste gespeichert werden. Save as. Texturen. So, packen wir direkt hier rein. Save Image. Okay, jetzt ist das weg. Ja. Und jetzt könnten wir den joinen. So, jetzt ist es ein Objekt. Und einmal abspeichern. So. Und den platzieren wir mal ein bisschen rein. Genau. Scheint eigentlich in Ordnung zu sein, die Größe. Oder ein bisschen größer, kleiner, weiß nicht. Ja. Jetzt können wir den ein bisschen drehen in die Richtung. Okay. Oder zurück. Und ich glaube, wenn man die Axt draufschlägt, manchmal liegt die so, ne? Genau. Ungefähr so. Ja, genau, so war das. Und schön rein damit. Jo. Die Killer-Axt. Okay. So, dann haben wir das auch fertig. Gut. So, perfekt. Alles klar. So, wie gesagt, dieser Part zieht sich auch natürlich in der Länge, wie ihr es schon seht. Wir werden eine Sache noch machen. Wir wollen jetzt anfangen, hier alles mit Schnee zu bedecken. Ja, das ist auch eine Winterszene. Jetzt kommt unser Schnee-Add-on jetzt im Spiel. Ja. So, dann machen wir uns mal bereit. Das blenden wir weg. Das brauchen wir nicht. So. Wie ihr schon seht, ich habe hier die N-Leiste, also die Seitenleiste geöffnet. Wenn wir hier rechts an der Seite mal durchgucken, habe ich den Add-on schon eingeschaltet. Der heißt Real Snow. Ja? Wenn ihr das bei euch nicht habt, einfach auf Edit gehen, Preferences, Add-on und hier einfach Snow eingeben. So, und da steht Real Snow und da ein Häkchen setzen, wenn da kein Häkchen sein sollte. Gut. Okay, wie funktioniert dieses Add-on? Es ist eigentlich sehr simpel. Nehmen wir zum Beispiel jetzt unsere Stufen hier. Das ist jetzt ein Objekt. Ja. So, und wenn wir hier diese Einstellung mal gucken, es ist jetzt hier, geben wir mal 100% und hier 0,3. Das ist, glaube ich, auch die Standardeinstellung. Und wenn wir jetzt hier Add Snow eingeben, erstellt dieser Add-on, verteilt das Schnee über dieses komplette Objekt. Ja? Wenn wir das jetzt machen, ist das Schnee also komplett bedeckt, das Objekt. Das ist ziemlich viel, ja, aber so funktioniert das. Der berechnet das Objekt, welche Flächen der hat und setzt einfach dieses Schnee da drauf. Nichts anderes. So, und wenn man ein bisschen näher rangeht, sieht man, wie toll dieses Add-on, weil auch hier eine schöne Textur gemacht wurde, ein Setup. Da ist jede Menge Arbeit drin und Map Branch und Multiplikation, ne? Und sogar, glaube ich, hier sehe ich gerade, Displace Map ist auch schon hier drin. So, und deswegen finde ich das eine gute Sache, der das auch gemacht hat. Also hat man eine Menge Arbeit gespart. Gut, okay. Einmal Steuerung Z. So, ich möchte aber nicht zu viel haben. Ich möchte natürlich, dass es ich möchte, dass gerade mal so viel Schnee ist, dass man noch sieht, dass es eine Treppe mit Holzstufen sind, ja. So, oben haben wir 100% Coverage. Das ist die Dicke des Schnees, ja. Also, was heißt die Dicke? Wie stark es geschneit hat.
So, und hier könnt ihr noch die Höhe einstellen, ja. So, und wenn ich jetzt hier die 100% lassen würde, aber die Höhe auf 0,10, so, dann wird es weniger. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die 100% auf 50 setze, einmal Steuerung Z, einmal wegnehmen, so 50% und 10 wäre die Höhe, also 0,10, dann merkt man, aha, okay, ganz leicht bedeckt, ja. So, und das ist einfach dieses Spiel jetzt. Die Höhe zu einzustellen, also die Menge, 50% wie stark der Schnee und die Höhe des Schnees. So, und das wollen wir jetzt eigentlich jetzt tun. Und das wollen wir jetzt komplett verteilen auf unser Haus. Ja? Zum Beispiel hier auf unser Kaminholz wird das natürlich nicht passieren, weil es ja bedeckt wird. Ja, daran müssen wir natürlich schon denken. Ja? Okay, gut. Nehmen wir unseren Geländer hier. Ja. Und machen wir mal Add Snow. Mal gucken, was passiert. Aha. Da stimmt was nicht. Ist gut, dass es jetzt gerade passiert. Das müsste dann natürlich bei euch auch so sein, wenn ihr genau das Tutorial jetzt verfolgt habt. Wenn sowas passiert, ja, dass plötzlich der Schnee da unter ist, ja, kann es eigentlich verschiedene Gründe haben. Entweder ist die Koordination, die Location oder die Rotation noch nicht applied worden, ja. Das machen wir jetzt einfach mal. Steuerung Z. So, Steuerung A. Nehmen wir einfach All Transform, alle Transformationen. Also Location, Rotation und Scale. Komplett. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Okay, geht immer noch nicht. Es ist verkehrt. So, dann heißt es nur noch ein Grund, was mir noch einfällt, und das muss der so einfach sein. So, zurück. Edit. A. Komplett alles selektieren und dann Alt N. Das sind die Normals. Ja, Normals sind ja die Flächen, ja. Die Normals zeigen einmal nach außen und nach innen. So, um das besser zu erklären, gehen wir mal hier rauf, da, und gehen auf Face Orientation. So, und jetzt, wenn euch das mal anguckt, alles was rot ist, dann ist das inner. Also die Normals sind nach innen gezeigt, nicht nach außen. Alles was blau ist, ist nach außen gezeigt, wie es eigentlich sein sollte. So, es ist wohl so, dass wir einfach eine Kopie gemacht haben von der Treppe hier damals mit einem Mesh. Wir haben nur einen Face dupliziert und angefangen nach innen zu arbeiten. So, das war unser Fehler, aber ist nicht so schlimm. Wir gehen jetzt einmal auf unser Gelände wieder, der ist selektiert. Edit, A, alles selektieren, Alt N und nimm dieses zweite hier. Recalculate Outside. Und schon ist das richtig. Und wie ihr seht, haben wir das hier bei unseren Holzbrettern auch. Das können wir auch gleich direkt machen. So. Wählen uns das aus. Oder so. Oder um die Sache zu vereinfachen. Wir gehen mal auf unseren Kaminholz. Da. Deswegen sage ich immer, schön, wenn wir immer eine Ordnung schaffen. Gehen auf diesen Ordner da, wo unsere Holzbretter sind. Select Options. So. Okay, jetzt ist dieser Balken auch gewählt, aber ist auch nicht schlimm. Kann ruhig gewählt sein. Alt N. Achso, Entschuldigung. Edit. Alles selektieren. Alt N. Recalculate Outside. So, jetzt sieht das gut aus. Okay, jetzt gehen wir mal aus unserem Face Rotation wieder raus. Hier. Ja. So. Und versuchen das nochmal. So, unser Gelände selektiert. Add Snow. Ah, siehst du. Super. Daran lag es also. Okay. Jetzt würde ich sagen, Steuerung Z zurück, dass ich hier ein bisschen mehr Schnee haben möchte.
und mehr Volumen. So. Genau. Ja, das sieht gut aus. Okay. Gut, das ist schon mal gut. So, und jetzt kommt eine Sache. Egal wie man das dreht. Hier habe ich einen Träger. Und wir haben Schneesturm und der hat ein bisschen reingeweht. Ja? Jetzt habe ich hier einen Holzbalken. Da müsste natürlich dann auch Schnee sein. Wenn ich aber hier jetzt den Objekt wähle und Add Snow eingebe, ist das da oben auch. So, und ich glaube nicht, dass das Schnee da irgendwie hochklappt. Das würde ja runterfallen. Das würde eher hier runterfallen. Also hier bleiben, auf dieser Seite vom Balken. Also, Steuerung Z. Das Einzige, was man machen kann in dem Moment, einfach Edit gehen. So, der Balken ist schon mal selektiert. Wenn nicht, Face Select, Alt-Taste gedrückt und die Kante wählen, dann habt ihr alles im zugewählt. Und dann P und Selection. Ja, Separate. Also ist das jetzt ein einzelnes Objekt. Wenn wir das jetzt Add Snow eingeben würden, jetzt ist das besser. Ja, darauf müsst ihr natürlich jetzt achten. Ihr könnt jetzt rumspielen damit, wie ihr wollt, ja. So, aber dadurch haben wir wenigstens, also so sollte es eigentlich sein, ja. So, jetzt haben wir unseren Dach. So, da ist eine Menge was drauf nachher. So, wenn wir jetzt unseren Dach wählen würden, Add Snow, jetzt berechnet der, weil es eine größere Fläche ist. So, gut, jetzt ist das voll bedeckt. Ja, sehen wir ja. Aber trotzdem finde ich, das ist zu viel in einem Stück. Ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr es so lassen, aber ich mache es mal ein bisschen weniger. 0,10 ausprobieren und vielleicht mehr Prozent trotzdem, aber mit Lücken. So, nochmal ausprobieren. Okay. Noch nicht ganz richtig. Dann mache ich es doch ein bisschen weniger. Die Hälfte. Und machen wir Schnee ein bisschen. Ja, ein bisschen noch mehr und weniger Schnee. Dann war das andersrum. Ja, genau. Okay, da kommt die Sache näher. Machen wir 0,3 wieder. Und etwas Schnee. Gut. Ihr seht die Verteilung, ja, das liegt daran, weil diese Flächen ja, unser Dach, haben wir Loops gezogen. Er berechnet die Flächen auf, wo er das Schnee platziert, ja. Aber ich zeige euch gleich was, wie wir das nochmal ändern werden. So, ich gehe wieder auf Steuerung Z. So, setze nochmal etwas mehr Schnee ein. 65, sagen wir 70. 70 und machen wir Add Snow. Okay, gut. So, lassen wir einfach so und nachher zeige ich euch, wie wir das nochmal verändern. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, haben wir unsere Bretter. Ja. So, und dann können wir jetzt unseren Brettern auch mal ganz leicht, aber nicht zu viel, auch hier 0,10. Schauen wir mal. Na, wo ist unser Schnee? Steuerung Z, Z. Ah, okay. Okay, jetzt sehe ich das gerade. Das war jetzt zu wenig. Es kann auch sein, dass wir, wenn ihr sowas habt, immer wieder kontrollieren, Steuerung Z und Steuerung A, All Transform. Ja, immer mal probieren und das kann sein, dass es entweder an der Skalierung wirkt oder wirklich am Add-on das zu wenig ist. Wir probieren es nochmal aus. Jetzt hat sich das bisschen wieder verändert. Gut. Also es ist unser Add-on, da machen wir ein bisschen mehr. Ja, okay. So, machen wir 0,15. 0,15, so. Und nochmal. Ja, immer noch zu wenig. Gut, dann 0,2. Dann machen wir 0,15 und machen mehr Schnee.
Okay. Jetzt machen wir 90. Ja, das sieht irgendwie besser aus, finde ich. Okay. Gut. Und das werde ich jetzt komplett über die ganze Bretter mal kurz ziehen, ja? So, das wollen wir mal schauen. Einmal hier noch eins. So. 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 Okay. Auf jeden Fall der steht ja davor. Vielleicht einer in der Mitte noch. So. Gut. Alles klar, super. So, das haben wir auch. Okay, gut. Als nächstes, jetzt haben wir hier die Fläche. Wenn ich jetzt auf Add Snow würde er die komplette Fläche nehmen. Das möchte ich aber nicht. Ja, ich möchte eine gewisse Fläche jetzt von unserer Terrasse ein bisschen mit Schnee bedecken. Wie machen wir das am besten? Wir gehen auf Edit, schauen uns das erstmal an. So. Wählen uns mal die Fläche aus. So, so. So. Okay. Das ist jetzt unsere Terrasse, ja, unser Podesta. Ich sage jetzt Shift D. Ich habe die Fläche gerade dupliziert. Mit Rechtstaste Maus lassen. P. So. Okay. Das ist jetzt ein Duplikat von der Fläche. Gehe ich wieder auf Edit. Ja. Nehme die letzte Kante und ziehe die etwas hier rüber. So. Ungefähr. Etwas mehr. Nehme noch ein bisschen hier. Oder hier. Ziehe die noch etwas hier rüber. So. Aber immer wichtig, immer nur auf Y und X-Achse bewegen. Ja, okay. Vielleicht hier ein bisschen. Hier ein bisschen weiter raus. Hier ein bisschen wieder weiter rein. Und hier ein bisschen hier rüber ziehen. Okay. So, jetzt haben wir hier eine Plane. Ein Duplikat von der Fläche. So, und den setzen wir jetzt darauf ein Add Snow ein. So, gut, das ist schon mal perfekt. Und wenn wir uns die Plane mal angucken, so, jetzt ziehen wir das mal nach oben. Na, wo haben wir sie denn? Da. So, da ist unser Plane, das Duplikat. So, und den können wir jetzt löschen. So, jetzt haben wir genau nur die Fläche, die ich haben möchte. Okay, aber es ist immer noch voll bedeckt, 100%, ja, genauso wie unser Dach. Und da möchte ich jetzt was machen. Ganz einfach, wir nehmen jetzt unseren Schnee hier von unserem Dach, nutzen jetzt Sculpt. Jetzt müssen wir warten, weil es ist ein ziemlich großes Mesh. Ja, F, vergrößern das, ja, und nutzen unseren Grab-Funktion, und ziehen ganz vorsichtig ein bisschen was rüber. Ja, anscheinend. Ja, so, oder machen wir es ganz anders. Ah, jetzt passiert es. Ja, der muss ziemlich stark berechnen. Okay, da machen wir es einfach anders. Wir gehen hier auf Proportional. Hier, ja. Gehen auf unseren Schnee vom Dach. Gehen auf Edit. Jetzt müssen wir warten, bis er es berechnet. Ihr seht das schon, ja. So. Wählen mal eine unserer Vertices hier, völlig egal wo. Geh und gucken uns jetzt, wo jetzt unser Mausrad ist. Na? Nochmal, Proportional einschalten. Ah, jetzt. So, und ziehen das ganz vorsichtig einfach so. So, bisschen verteilt.
So, vielleicht ein bisschen größer setzen. So. So. Ja. Bisschen kleiner wieder das Mausrad. Ja. So. Als nächstes könnte man hier so eine Spitze hier nehmen und einfach mal den kleiner setzen. Ja, Mausrad spinnt etwas wieder. So, und einfach mal runtertropfen lassen. Also so eine Art Schneespitze. Ja. So, bisschen rüber. Einmal ausschalten. So. So ganz leicht. Genau. So, Proportional wieder an. So. Einmal ein bisschen raus und einmal runter. So, hier auch. Vielleicht hier. Hier. Dass man ein bisschen nacharbeiten tut, ja? Das ist einfach nur... Wenn du da natürlich damit zufrieden bist, wie es jetzt aussieht, kannst du auch so lassen, aber ich mag gerne, dass er ein bisschen Schnee, ein bisschen leicht runterkommt oder vielleicht schon ein bisschen vereist ist. Ne? Okay. So, ein bisschen runter. Gut. Okay. Jetzt Proportional wieder ausschalten. Und jetzt ziehen wir hier ein paar Zacken runter. So. Hier. Ah, okay. Na. Bisschen hier ran. Hier die eine nehmen. So. So. Achso. Okay. Gut. Ja, Leute. Das war's. Erstmal. Ja. Wir haben unser Landhaus soweit fertiggestellt. Wir haben ein paar Holz, Kaminholz haben wir da. Holz, unseren Baumstamm mit unserem Axt. Ne? Schauen das mal kurz mit Cycles nochmal an. Einmal kurz positionieren und einmal mal anschauen. Genau, das sieht ja richtig gut aus. Ja, Leute, okay, das war's erstmal jetzt mit unserem Landhaus. Gut, und in den nächsten Parts geht es dann weiter. Da fangen wir mal an, jetzt unsere Bäume zu erstellen. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.